Jetzt bei Wer weiß denn sowas XXL. Das Entertainment-Duell. David Garrett gegen Heike Makatsch. Das Comedy-Duell. Jürgen von der Lippe gegen Thorsten Sträter. Und das Musikduell. Vicky Leandros gegen Mark Forster. Natürlich werden sie alle unterstützt durch unsere Teamkapitäne Bernhard Hoeker und Elton. Und hier ist Kai Pflaume. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, guten Abend Ihnen zu Hause. Es ist eine schöne Tradition geworden inzwischen. Zum Jahresabschluss gibt es noch mal ein Wer weiß denn sowas XXL. Da lassen wir es noch mal ganz dolle krachen. Da haben wir uns wunderbare Gäste eingeladen, dass wir alle viel Spaß haben heute Abend, dass Sie vor allen Dingen ganz viel Spaß haben. Können Sie mit der ganzen Familie heute schauen. Ist kein Samstagabend wie sonst, ein Dienstagabend, aber wir sind ja eh zwischen den Jahren und wir haben eh gerade alle Zeit. Also haben Sie einen richtig schönen Fernsehabend mit uns und schauen Sie, wer alles mit dabei ist. Vicky Leandros ist bei uns zu Gast zum allerersten Mal. Freut uns wirklich sehr. Jürgen von der Lippe. Lieber Freund und Kollege. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. David Garrett, ja, noch nie bei uns gewonnen. Ja, er will es endlich ändern. Ja, vielleicht heute. Und schauen Sie auf der anderen Seite. Mark Forster, ebenfalls das erste Mal bei Wer weiß denn sowas zu Gast. Thorsten Sträter. Der Mann hat schon alles gewonnen. Ja, aber gelingt das auch heute Abend. Und Heike Makatsch hier bei uns. Und natürlich, wie gewohnt, wie immer, meine Damen und Herren, gar nicht wegzudenken aus dieser Show. Unsere beiden Teamkapitäne Bernhard und Elton. Wir haben viel für Sie vorbereitet, spannende Experimente. Es gibt das ein oder andere Tier hier heute Abend zu bestaunen. Ganz süße Tiere sind da mit dabei. Also, wir legen los mit Runde 1 und wir werden schauen, wer von euch am Ende dann auch Geld für den guten Zweck erspielt. 50.000 € werden es sein. Also, legt euch ins Zeug, es geht los mit Runde 1 und das sind David Garrett und Heike Makatsch. Ja, auf geht's. Heute aber, oder? Das ist eine Finalfrage. Ja, ich weiß. Das ist immer eine Finalfrage. Das ist immer die Finalfrage. Ja, und Ihnen zu Hause kann ich nur ans Herz legen, wenn Sie sie nicht eh schon auf Ihrem Smartphone haben, laden Sie sich noch schnell die ARD Quiz-App runter, denn Sie können ja heute hier während der Sendung mitspielen und haben damit auch die Chance zu gewinnen. Schauen wir mal, wie viel Geld es in den einzelnen Runden werden. Und Sie hatten auch im Vorfeld der Sendung schon die Chance, hier bei uns im virtuellen Publikum dabei zu sein. Und wir schauen mal gleich auf die Publikumsverteilung. David, was hast du dir vorgenommen für heute Abend? Was anderes. Ich habe mir so viel wie möglich vorgenommen. Also besser zumindest als beim letzten. Na gut, das ist ja nicht so schwer. Genau. Es kann eigentlich nur besser werden. Ja. Guck mal, Heike, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber du warst ja auch schon mal hier, ne? Und da ist es ja auch nicht so gut gelungen, ne? An der Seite von Bernhard. Ja. Jetzt wieder bei Klein Salz in gegen die Wunde Groß. gestreut. Ja, na gut, aber diesmal mit Elton an meiner Seite Ja, ich glaube fühle auch. ich mich siegessicher. Ja. Also wenn das heute nichts wird, ich weiß auch nicht. Ja. So, jetzt lasst uns aber mal auf die Publikumsverteilung schauen, im virtuellen Publikum. Hinter Bernhard und David Garrett heute 66 Zuschauer. Und das wird sich auch den ganzen Abend nicht ändern. Und hinter Elton und Heike Makatsch 27. Das ist nicht wirklich viel. Woran liegt Sehr das? viel Kohle gewinnen. Ja, das ist natürlich der große Vorteil. Wenn weniger Zuschauer hinter euch sitzen, könnte der Pro-Kopf-Gewinn am Ende höher sein. Aber dafür muss erst mal was gewonnen werden. Schauen wir, wer heute hier das Rennen macht. Aber erst mal gucken wir auf unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Gesundheit, Genies, Clever, Was passiert wenn, Einspruch, Raubtiere, Kino, Weltraum, Obst und Gemüse, das Fragezeichen, total genial und Sport. Das ist unser Angebot. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. 500 € für jede richtige Antwort. Und beide Gäste haben jeweils einen Videojoker mitgebracht, wie Sie das ja in den letzten Wochen oder vorhin um 18 Uhr bereits gesehen haben. Sehr gut. Wie legen wir los?
Bernhard, was meinst du? Ja, was du willst. Du hast hier mehr Erfahrung. Fangen wir mal mit Sport an, oder? Wir fangen mit Sport an. Habe ich gesagt, du hast hier mehr Erfahrung, dann kannst du mit Sport nehmen. Das ist für Bernhard die Lieblingskategorie Ja, zum natürlich. Einstieg. Die erste Frage heute in diesem Wer weiß denn sowas XXL. Alles gut. Was macht die südostasiatische Mannschaftssportart Kabaddi weltweit einzigartig? A. Der Ball ist so klein, dass alle Spieler eine Lupe tragen. B. Während eines Angriffs darf ein Spieler nicht einatmen. Oder C. Das Spielfeld erstreckt sich über 22 verschieden hohe Ebenen. Kabaddi. Also ich muss fairerweise sagen, ich habe davon noch nie gehört. Das würde ich fairerweise zurückgeben. Auch ich habe davon noch nie gehört. Ball ist so klein, dass alle Spieler eine Lupe tragen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, das hieße ja... Also Vor allem mit einer Lupe musst du ja nah dran gehen. Dann Stell dir vor, du hast einen Mannschaftssport, wo alle irgendwie so am Feld sind. Das ist einfach nur schon logistisch irgendwie ein Riesenproblem. Also ich würde sind wir erstmal d'accord? ja, Ausschießen? d'accord, erstmal weg. Während eines Angriffs darf ein Spieler nicht einatmen. Das kann ich mir nur vorstellen, wenn es unter Wasser Ja, habe ich auch gedacht. Nur als Unterwasserspiel. Wenn man wirklich sagt, der Angriff muss über eine ganze, was weiß ich, Schwimmbadlänge passieren und man Ja. darf nicht einatmen, weil irgendwie der Angriff zu Ende gespielt werden muss unter Wasser. Das wäre eine Alternative. C, das Spielfeld erstreckt sich über 22 verschiedene hohe Ebenen. Das stelle ich mir zu kompliziert vor. Echt? Oder? Ja, ich hatte jetzt... Ja, also ich hatte jetzt gedacht, ob man sich da vielleicht in so Reisfeldern bewegt. Die sind ja auch so treppenartig. Ja, das Einzige, was mich bei 22 Ebenen stört, es wird unglaublich lange dauern, um einen Angriff auszuführen. Ich hätte jetzt fast auf B getippt. Weißt du was? Sollen wir es Ich tendiere mit dir. Okay. Das ist immer gut gelaufen, Also- wenn wir zusammen... ja, in den Eigentlich Vorrunden müsste war ich es ja immer sagen, gut. komm, wir nehmen C. Ja, genau. Ja, die Vorrunden waren immer gut. ja. Die Finale. Also, was machen wir? Weil du hast recht, 22 ist wirklich viel. Wir nehmen, Das wird lange dauern. Wir nehmen B. B. Wir nehmen B. Versuchen wir es mit B 22 bei der ist ersten viel. Frage. das ist wirklich viel. Kabaddi ist in Südostasien populär und die Nationalsportart von Bangladesch. Gespielt wird es 7 gegen 7 auf einem 12,50 Meter mal 8 Meter großen Feld. Punkte werden erzielt, indem ein Spieler einer Mannschaft als Angreifer, genannt Rider, in die gegnerische Hälfte geschickt wird und möglichst viele Spieler des anderen Teams abschlägt. Während des gesamten Angriffs darf der betreffende Spieler nicht einatmen. Damit der Schiedsrichter dies erkennen kann, ruft der Spieler durchgehend Kabaddi, Kabaddi. Jawohl! Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber scheiß Ja, drauf. die Erklärung war nicht die richtige, die ihr geliefert habt, aber die Antwort, das ist viel entscheidender. Ich glaube, die anderen waren relativ leicht aus. Ja, fand ich auch. Sehr gut. Also das mit den Die ersten Feldern, 500 Euro, Sehr gut. die machen wir weiter. Nicht schlecht. Also ich, lieber Elton, würde, wenn du mir jetzt den Vortritt gibst, ne, würde ich Das kriegen wir eh. Kino nehmen. Ja. Wir haben auch Sport genommen. Heike hat die gehörige Portion Mut. Was haben die Blockbuster Pretty Woman, Beverly Hills Cop und Krieg der Sterne gemeinsam? A. Al Pacino lehnte die Hauptrolle in allen Filmen ab. B. Mindestens eine Szene wurde in einem Tal nahe Görlitz gedreht. Oder C. Als Requisite kam dieselbe Schmuckschatulle vor. Also, rein intuitiv sage ich einfach gleich mal, was ich denke. Und dann können wir das Ganze ja noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Ja. Hau mal raus. Also ich würde sagen, Al Pacino lehnte die Hauptrolle in allen Filmen ab. Ja, das würde ich als erstes denken. Weil er ist ungefähr die gleiche Generation wie Harrison Ford, der bei Krieg der Sterne mitgespielt hat, oder? Ja. Und wie Richard Gere, der bei Pretty Woman mitgespielt hat. Und Eddie Murphy? Da bin ich da jetzt nicht so sicher. Hat der nicht bei Beverly Hills Cop mitgespielt? Ja, da geht's nämlich schon los. Ja, das ist das Einzige. Aber vielleicht sind sie dann einfach umgeschwenkt, typmäßig. Das mit der Szene in einem Tal nahe Görlitz, das glaube ich nicht. Dann Requisite kam dieselbe Schmuckschatulle vor, dann hätten sie sich ja, das müsste ja schon fast ein Fetisch dieses Ausstatters sein. Was sagst du? Sag doch du auch mal was. Ja, ich bin da eigentlich
auch komplett bei dir. Selbst wenn jetzt Eddie Murphy bei Beverly Hills Cop die Hauptrolle übernommen hat, kann ja trotzdem sein, dass es vorher El Pacino hätte sein können. Obwohl El Pacino jetzt nicht so der Comedy-Schauspieler ist, ne, der so ein Ding nach dem anderen abfeuern kann wie Eddie Murphy. Aber Vielleicht hat er deswegen abgelehnt. ja, ich kann das nicht. Ja, vielleicht. Aber du hast recht, Krieg der Sterne, da war Harrison Ford jung, da war Al Pacino noch jung. Bei Pretty Woman war schon Richard Gere ein bisschen gesetzter und Al Pacino wahrscheinlich auch. Wir sagen, komm. Wir sagen A. Wir sagen A. Die 3 Filme haben übrigens noch etwas gemein. Elton hat auch überall die Hauptrolle abgelehnt. Pretty Woman ein düsteres Drama? Der Klamauk Beverly Hills Cop ein kantiger Thriller von Martin Scorsese? Star Wars ohne Harrison Ford? Hätte Al Pacino sich entschieden, die ihm angebotenen Hauptrollen in den 3 Blockbustern anzunehmen, dann hätten die Produzenten die Filme vermutlich anders aufgezogen. Die Absage zu Han Solo in Star Wars erklärte Al Pacino übrigens so: Ich hatte die Rolle schon, aber ich habe das Skript nicht verstanden. Auch bei euch erste Frage richtig beantwortet, die ersten 500 €. Perfekter Einstieg für beide Teams. Wie geht's weiter? Ich vertraue dir. Clever. Ich vertraue dir heute. Ach, warum nicht? Ja, war doch gut. Sport hat doch schon mal super Wir funktioniert. probieren mal clever. Wer Butter auch zum Braten mit hohen Temperaturen nutzen möchte, sollte A. der noch kalten Butter eine Prise Pfeffer hinzufügen, B. eine Keramikpfanne verwenden oder C. die Butter kurz erhitzen und das Milcheiweiß entfernen. Also ich würde Keramikpfanne ausschließen. Ja, das weißt wär du das warum? Einzige. Weil ich gucke gerne Kochsendungen und ich glaube, dass die da schon eine heiße Pfanne haben wollen. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, ich nehme jetzt eine Keramikpfanne, damit es besonders heiß wird. Ja. Also ich finde, B könnte man auch, oder? Das finde ich gut, dass du es ausschließen würdest, weil das wäre das Einzige, was ich nehmen würde. Aber das... Nee, jetzt wirklich. Also der noch kalten Butter eine Prise Pfeffer hinzufügen. Also ich stelle mir da so einen kleinen Würfel Butter vor und dann machst du eine Prise Pfeffer drauf und dann die Butter kurz erhitzen und das Milcheiweiß entfernen. Das heißt, du packst die in die Mikrowelle und dann gehst du mit einem kleinen Löffelchen hin und holst Nein, oben nein, das nein, ich glaube, was Milcheiweiß. passiert ist, man tut die Butter rein und nimmt dann einen Löffel und gibt es so in eine Ecke und hebt das so ein bisschen von oben ab. So, Milcheiweiß wird ja wahrscheinlich oben schwimmen. Also ich habe von nichts eine Ahnung, aber jetzt zu allem eine Meinung. Insofern versuche ich das gerade durchzuspielen. Ja, nein, Dann das halt heißt, mit das so war einem ja Löffel eben... etwas abschaben. Also irgendwie gefällt mir die Idee. Dir gefällt C am besten. Mir gefällt C jetzt irgendwie. Wir müssen dann auch irgendwie zu einem Ja. Hast du noch Einspruch oder irgendwie? Naja, ich bin immer noch bei B. Du bist bei B. Ja. Aber das Schöne bei einer solchen, es geht ja vor allen Dingen um dein Weiterkommen. Also würde ich was dir heißt auch das? letzten Endes dann immer die Verantwortung geben wollen. Wir nehmen die Keramikpfanne. B. Alles klar. Ne? Ja, also wer es nicht weiß, bei uns gibt es die praktischen Jetzt Tipps. bin ich gespannt. Ich auch. Wer Butter auch für hohe Temperaturen benutzen möchte, sollte sie vorher klären. Dafür die Butter in einen Topf geben und auf kleiner Stufe erhitzen. Dadurch gerinnt das sonst für die Rauchentwicklung bei hohen Temperaturen verantwortliche Milcheiweiß und setzt sich am Topfboden ab. Anschließend wird das obere, fast reine Butterfett vorsichtig abgegossen. Die geklärte Butter hat einen Rauchpunkt von etwa 205 Grad Celsius, etwa 30 Grad höher als normale Butter und kann daher auch zum scharfen Anbraten verwendet werden. Du erklärst das, der hat sogar genauso gehalten. David. Naja, mein Bauchgefühl in dieser Ja. Sendung hat mich schon oft im Stich gelassen. Nein, dein Bauchgefühl war ja völlig richtig, nur deine Durchsetzungsfähigkeit ist mangelhaft. Du musst dir trauen. Es bleibt bei 500 €. Ihr könnt in Führung gehen. Du hast sehr gut ausgesucht. Bei Raubtiere hätte ich ein bisschen Angst, dass hier gleich ein Löwe ins Studio läuft. Aber ansonsten... Habt ihr sowas vorbereitet, oder? Weiß ich nicht. Manchmal kommt Tiere. Achso, ich habe ja was von niedlichen Tieren gehört. Da hast du doch vorhin die Sendung mit angekündigt. Komm, wir gehen mit Raubtieren. Tiere. Ha? Wollen wir? Oder würdest du lieber was anderes? Obst und Gemüse oder Raubtiere? Kannst du sagen. Raubtiere. Raubtiere. Wir haben da was vorbereitet. Ich hab's geahnt. Wo kommen die denn her? Die kommen aus einer Wildtierauffangstation. Ah ja. Sie suchen jetzt gerade gucken sich jetzt gerade das Oh, sehen relativ Abendessen gut aus.
Ja, genau. Ich würde wahrscheinlich So, hier ist die Frage für euch. entweder. Dank ihrer Ohrpinsel können eurasische Luchse A. beim Klettern besser das Gleichgewicht halten, B. rechtzeitig auf anstehende Wetterumschwünge reagieren oder C. das Rascheln einer Maus noch aus 50 Metern Entfernung hören. Okay, also C, das mit dem Rascheln einer Maus hören. Ich denke nicht, dass das was mit den Außenstellen der Ohren zu tun hat, wie gut man mit ihnen hört. Ja? Sondern wie gut man hört, hat in erster Linie meiner Meinung nach was mit dem Innenohr und höchstens vielleicht der Muschel, also dem Teil des Ohrs, der den Schall auffängt. Aber das ist ja da oben. Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Ich würde jetzt mal auch, ich lasse wieder meine Intuition sprechen und du sagst dann was dazu. Ja. Also meine Intuition ist, dass sie beim Klettern besser das Gleichgewicht halten können, da ja auch die Schnurrbarthaare zur Orientierung und für das Gleichgewicht gedacht sind. Und ich mir da sind sie. Das sind übrigens Jutta und Kalli. Die sind 6 Monate alt, Ja, die sehen auch noch ganz tapsig aus. kommen aus der zoologischen Einrichtung in Wassenberg. Ja. Also B schließen wir aber beide Ja. aus. B hat überhaupt gar keinen Sinn. Nee, Oh, guck mal hier, das ist... ja, die sind wirklich süß. Genau, also Klettern, Gleichgewicht halten. Ich finde immer so, die Schnurrbarthaare und überhaupt wird ja Gleichgewicht durch ganz kleine Bewegungen gehalten. Und das Gleichgewicht und das Ohr sind ja auch irgendwie miteinander verbunden. Ich glaube, dass die auch sogar die Ohren drehen und so, um das Gleichgewicht zu halten. Ist jetzt ein bisschen gemutmaßt, aber ich sag, Du sagst A. Wofür bist du, Elton? Ja, ich bin eher für C, obwohl das dann wieder das Klassische ist. Ja, ne? Ohr und A, das ist mir zu einfach. Die klettern viel auf Bäumen, das ist richtig. Die haben nicht wirklich einen Schwanz. Und du bist dir so sicher. ich bin mir nicht sicher, aber Ja, aber du hast es so gut erklärt und du bist dir so safe. komm, wir nehmen A. Ja? Dann nehmen wir A. Wofür hat der eurasische Luchs den Pinsel an den Ohren? Tja, das wird uns Pia Staas jetzt erklären. Ja, herzlich willkommen. So, Pia, ihr habt die mitgebracht. Ja, Ja. Erstmal vielleicht ein Wort dazu. Ich habe gesagt, die zoologische Einrichtung Wassenberg. Wie sieht das bei euch da aus? Ja, also wir haben eine zoologische Einrichtung mit verschiedenen Tierarten. Wir nehmen verschiedene Tiere auf und versuchen einen Beitrag zur Arterhaltung zu leisten. Genau. Ja, und wie sind Jutta und Kalli jetzt zu euch gekommen? Also die sind in einem Tierpark geboren worden. Da war leider kein Platz mehr für die beiden. Und da wir jetzt ein neues Grundstück gefunden haben und uns erweitert haben, konnten wir die glücklicherweise bei uns aufnehmen. Also eine Wildtierauffangstation, so habe ich es beschrieben am Anfang. Richtig. Genau, und das seid ihr. So, jetzt erklär mal, ihr kennt euch natürlich mit den Tieren auch richtig gut aus. Also wofür sind die Pinsel an den Ohren? Genau, also wie ihr vielleicht schon sehen könnt, haben die Luchse oben an der Spitze Pinsel an den Ohren. Das sind Härchen, die bis zu 4 Zentimeter lang werden können. Und diese Härchen helfen den Luchsen, Geräusche orten zu können. Das heißt, Luchse können zum Beispiel in einer Entfernung von 50 Metern erkennen, wo sich eine Maus befindet. Also es verstärkt das Hörvermögen. Richtig, So, genau. und insofern müssen wir sagen, Antwort C ist die richtige. Und ihr habt euch für A entschieden. Ja, also Pia, vielen, vielen Dank. Wünschen Danke euch auch. alles Gute. Ja, kommt gut ins neue Jahr. Drücken euch die Daumen. Grüße an den Papa. Mach ich, Ja, Dankeschön. und bleibt einen Moment noch hier. Bis zum nächsten Mal. Ja, alles Okay, Gute für euch. danke. Dankeschön. Ciao. Ja, es bleibt bei beiden Teams bei jeweils 500 Euro. Bei euch war jetzt genau verkehrte Welt, ne? Ich muss mich mal ein bisschen zurücknehmen. Ich verlasse Ich das höre ja auf meine Gäste. Ja, und ich höre ab jetzt auf Elton. Okay, wir gucken, wie es weitergeht. Also, nächste Kategorie. Achso. Pass auf, es war doch mit clever ganz gut. Sollen wir es jetzt mit total genial versuchen? Ich finde, wir sollten uns nach oben arbeiten. Total oder? genial. Alles klar. Wer Baumwollstoff in einer geraden Linie zurechtschneiden will, dem hilft eine A.
Haarklammer, B. Pinzette oder C. Fischgabel? Baumwollstoff in einer geraden Linie. Boah. Nur mal ganz schnell einfach nur als Gedanken. Was ist ein Baumwollstoff? T-Shirt auch oder? So ein, ja. Also alles, was halt aus Baumwolle gemacht wird. So, was ist die Idee? Warum sollte man das überhaupt zurechtschneiden? Ja, weil du da eine Hose draus machen willst, zum Beispiel. Also praktisch Oder der Stoff so du hast an den sich, Stoff, der genau. angeliefert Du willst selber wird, was industriell. nähen. So, und jetzt willst du den gerade schneiden. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du, was will man verhindern, dass man sowas macht wahrscheinlich, ne? Will man verhindern, dass der fusselt? Ich weiß gar nicht. Ich müsste erst mal wissen, warum man... Nee, ich sag auch nichts, aber Du wüsstest es? ich weiß, wie man diese gerade Linie. Aber ich wüsste jetzt nicht, welches von den dreien man dafür wählen würde. Tatsächlich. Also was ich mir vorstellen könnte, das, was mir als allererstes in den Kopf gekommen ist, ist, dass ja ein Stoff ja gewoben wird. Das heißt, es sind alles gerade Linien. Das heißt, wenn du jetzt einen Stoff nimmst, einen quadratischen, und du willst eine gerade Linie machen, Ja. dann wäre doch eigentlich das Naheliegendste, eine Pinzette zu nehmen, den Faden zu finden, der oben ist, und es praktisch mit der Pinzette einmal durchzuziehen. Dass praktisch man genau die gerade Linie sieht. Was ist das denn für eine geile Idee? Das ist ja lustig. Das andere wüsste ich nicht, was man damit mit einer Fischgabel, das sagt mir gar nichts. Eine Haarklammer wüsste ich auch nicht, aber Pinzette wäre jetzt so die Idee, dass man damit einfach irgendwie so die Geradlinigkeit des Stoffs erstmal erkennt und dann da irgendwie mit der Schere dann dran geht. Also meine Idee ist, die Linien sind eingezeichnet auf dem Stoff. Weil du willst ja nicht nur rechtwinklige Kleidungsstücke machen, sondern Kleidungsstücke, Hosen und so weiter, die haben ja dann einen Schritt, die haben eine Tasche, die ist rundeckig, schrägen. Du willst... Aber wie würdest du das mit einer Haarklammer machen? Wir brauchen eine Entscheidung. Wir müssen... Ich sag Pinzette. Du sagst Pinzette? Ich sag Pinzette. Ich weiß es nicht wieso, aber Nehmen die Pinzette. kommen wir nehmen Pinzette. Mit einer gewissen Ja, mit einer gewissen Hochnäsigkeit, ein Zweifel. bisschen Den gebe von ich jetzt oben so. herab. Ja, nee, nicht Hat von Bernhard oben. sich Von jetzt oben, von der Seite, herabgelassen. von der Seite herab. Okay. Wer Baumwollstoff in einer geraden Linie zurechtschneiden möchte, benötigt für eine akkurate Markierung lediglich eine Pinzette. An der gewünschten Stelle des Stoffes wird an einer Seite mit der Pinzette an einem Faden des Stoffes gezogen. Der Faden wird sichtbar hervorgezogen, ohne dass die restlichen Fasern bewegt werden. So entsteht eine gut erkennbare gerade Linie, an der der Stoff zurechtgeschnitten werden kann. Das hat er, Noch nie Nadel und Faden in meinen Händen gehalten. Genau wie du es beschrieben hast. ja. Du hättest Sehr den gut. Text sprechen können von diesem Video. 1.000 € sind es bei euch. Gut vorgestellt. Sehr gut. Nächste Kategorie. Einspruch oder was passiert, wenn? Einspruch kann man wissen, das sind so alltägliche Rechtsfragen. Und was passiert, wenn? Wahrscheinlich irgendwas Physikalisches, Ah. Chemie. Und wo bist du besser? Einspruch. Einspruch. Wer darf eine Kopie des Personalausweises verlangen? Ach nee, hatten wir das nicht letztes Mal schon? Telekommunikationsanbieter bei Vertragsabschluss, B. Hotelier beim Check-in oder C. Vermieter beim Abschluss eines Mietvertrags. Oh. Ich würde es mir bei allen vorstellen können, heutzutage. Also bei welchem dieser drei hier genannten Verträge wird eine Kopie des Personalausweises beigefügt? Wo ist es also notwendig, rechtlich? Ja, eine Das ist die Kopie Frage. Eher auf den Jetzt Hotels. verstehe ich. Und ich muss immer nur meine Kreditkarte abgeben. Ja, du bist Heike Makatsch. Nee, ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Du schmeißt doch keine Fernseher aus dem Fenster. Da hast du doch deine Leute für. Dann bin ich bei C. Bei C, ne? Bei A, die wollen unbedingt, dass du einen Vertrag annimmst, die machen es dir nicht schwer. B, da muss ich immer nur die Kreditkarte zeigen. C, da geht's ja um was. Du kriegst den Schlüssel und so. Moment. Oh, jetzt kommt's. Moment. Was Telekommunikationsanbieter heißt, du kaufst dir ein du- Handy. Mit einem Vertrag. Mit einer Karte. SIM-Karte. Was ich weiß, dass du seit neuestem diese Prepaid-Dinger, die kannst du nicht mehr einfach so kaufen. Aha. Wenn du irgendwo an einer Tankstelle oder so eine Prepaid, musst du da anrufen und du musst, glaube ich, mit so einer ID, dein Personalausweis und ich glaube sogar persönlich mit dem sprechen. Ah, Überwachung.
Damit man weiß. Ne? Elton, du bist super, dann ist es wahrscheinlich so. Weil früher wurde viel Unsinn getrieben mit Prepaid. Die wurden einfach nur gekauft. Und inzwischen musst du, glaube ich, wirklich Personalausweis und sogar Face-to-Face mit Weil denen Prepaid meistens von Ganoven damit die dein gekauft Foto wurden, sehen und dein Gesicht. Weil die Prepaid waren immer so die Crooks, die Drogendealer und so. Okay, I go with you. Ah. Eine späte Erkenntnis, aber war es die richtige? Oh, Mist. Manchmal ist es notwendig, eine Kopie des Personalausweises zu erstellen. Paragraph 95 Absatz 4 Satz 3 des Telekommunikationsgesetzes gibt an, dass es zum Beispiel dem Mobilfunkanbieter beim Abschluss eines Vertrages gestattet ist, eine Ausweiskopie zu verlangen. Allerdings müssen nur die für den Vertrag erforderlichen Angaben wie Name, Anschrift und Geburtsdatum lesbar sein. Nicht relevante Daten können geschwärzt werden. Die Kopie muss nach Feststellung der Daten unverzüglich vernichtet werden. Fehlt eine Rechtsgrundlage, darf keine Kopie verlangt werden. Okay, es war Sehr gut. Richtige Antwort. Ne? Also als Vermieter darfst du den Personalausweis dir anschauen, um zu gucken, ist das wirklich der? Aber du darfst ja keine Kopie davon okay. machen. Ja. Sehr gut, ihr steht auch bei 1.000 Euro. durchatmen. So, Weiter geht's. wo machen wir denn weiter? Ich bin dafür, was passiert, wenn. Was passiert, wenn? Was passiert, wenn ich diese Sendung wieder verliere? Das ist doch schon mal Wir ein Das haben werden wir wohl da nie was erfahren. vorbereitet. Das werden wir nie erfahren. das ist doch Chemie jetzt. Was, Ja, Chemie, Physik, oder irgendwas mit Bumm und Bang ist das. Das hätte ich mir denken sollen. Okay. Was passiert, wenn flüssiger Stickstoff auf eine mit Spiritus eingeriebene Oberfläche gegeben wird? A. Der optische Effekt eines hell leuchtenden Feuerwerks erscheint. B. Die Stickstofftropfen verformen die Oberfläche zu einer Mulde. Oder C. Der Spiritus erzeugt auf der Oberfläche einen Feuerball. Ich sag mal so, Also Stickstoff, kannst du mir etwas über Stickstoff bitte erzählen, dass ich das einordnen kann? Ist das kalt? Ich glaube, das ist das kalt? Stickstoff ist saukalt. Das Ist ist saukalt. minus. Okay, das ist ja schon mal ein guter Anfang, dass wir das wissen. Ja, jetzt ist die Frage minus. Das heißt, es treffen zwei absolute, naja, Es trifft etwas extrem Kaltes auf was extrem Flammbares. auf etwas Flammbares, beziehungsweise auch sehr leicht. Entflammbar. So. So, ich sage an Also dieser Stelle mal guten Abend, Markus Weber, der hier die glatte Oberfläche präpariert. Nicht, dass Sie denken, hier wird noch mal feucht durchgewischt oder so. Nein, das ist die Vorbereitung des Also- Experiments. Ich habe irgendwie meine Theorie. Die kann jetzt auch wieder totaler Schwachsinn sein. Ich erzähle sie einfach. Ich glaube, dass durch diese gesamte Fläche breitet das ja wirklich dann auch mit diesem Wischmopp-Teil da irgendwie so was, ist das doch, aus. Ich glaube, dass durch dieses Kalte, was auf dieses Material trifft, dass irgendeine Anziehung entsteht. Deswegen wischt er das auch rüber hin. Und durch diese Anziehung geht das, der gesamte Spiritus zieht sich sozusagen zusammen und dadurch entsteht irgendwie so ein Feuerball. Das wäre jetzt eine Theorie, die ich irgendwie logisch finden würde, obwohl ich keine Ahnung von Chemie habe. Aber ich glaube, durch dieses gleichmäßige Verteilen muss irgendwas passieren, dass das sich irgendwie zusammen zieht. Und wenn es sich zusammenzieht, kann es nicht das Feuerwerk sein. Und ich bin auch bei der Mulde eher dagegen. Ich weiß nicht, wieso. Wobei du ja schon Bauchgefühl. einiges an Special Effects in deinen Shows erlebt Das hast. Ne? ist absolut richtig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das zieht sich zusammen und irgendwie in der Mitte entsteht irgendetwas. Ob das jetzt eine Feuerkugel ist, keine Ahnung. Aber das wäre jetzt so mein Bauchgefühl. Bernhard guckt noch nicht so ganz überzeugt. Ja, das hat er aber auch bei der zweiten Frage. Das habe ich auch bei der dritten Frage. Das habe ich eigentlich heute schon den ganzen Tag. Bernhard, versuch du dich doch mal in einer Theorie. Ich bin für den Feuerball. Also ich würde auf jeden Fall B auswählen. Die Frage ist jetzt nur, wenn er das verteilt, macht das dann oder macht das diese beiden Das Möglichkeiten. Feuerwerk wäre spektakulärer, da gebe ich dir recht. Aber Der ich Effekt denke, eines- man also- könnte Okay, wir brauchen eine das Entscheidung. Spektakulärere. Ich sage, es ist ein Feuerball. C. 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 C ist eingeloggt. Markus Ja, ich habe hier hat tapfer. gewischt. Ich werde mich hoffe, Also es ist wirklich überall was drauf. Im Grunde hast du ja nicht gewischt. Im Grunde hast du ja hab's verteilt. erstmal schön, dass du dabei bist wieder. Genau. Ja, du hast Spiritus hier auf der glatten Oberfläche verteilt und nicht zu knapp. Da vorne muss noch ein bisschen was hin. Es muss Weil wirklich es natürlich überall sehr sein, wichtig. damit es funktioniert, damit der Effekt wirklich maximal ist. Ich setze mir schon mal hier meine Ja, Ich kann dir nicht. Schutzbrille auf. das solltest du Nicht, tun. dass es Ich mach mir die das auch. Augenbrauen versenkt.
Und hier, wir haben, guck mal, Markus hat das ja schon ein paar Mal getestet, das Experiment. Und da sieht man, was passiert, wenn man nicht Genau, da hätten vorsichtig wir einen ist. Kandidaten, bei dem das noch spannender wäre. Schau, wir haben hier diese Kellen, ganz handelsübliche Kellen. Und mit diesen Kellen geht man jetzt hier in den flüssigen Stickstoff. Hält man erstmal kurz rein. Ich habe gelernt, dass die Kelle sich ein bisschen an die Genau, die kühlt sich ab Temperatur auf die anpasst. Temperatur, dann hört es irgendwann auf zu kochen, ja, weil die Kelle die gleiche Temperatur hat. Und dann kann man den Stickstoff vorsichtig So. draufkippen. Ich nehme jetzt mal ganz... Und ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich habe... Kai hat einen feuerfesten Anzug Ja, an. ich habe aber ehrlich gesagt auch eine ganz schön zittrige Hand. Solange der Kessler nicht da ist, brennen keine Gäste. So, Achtung. Jetzt eine Mulde kommt. Ah, ich drehe durch. Bitte ein Feuerball. Achtung, 3, 2, 1. Wie ein Feuerwerk, halt nur in Weiß und in Nebel. Ja, genau. Man sieht diese kleinen Tröpfchen, die darüber schwirren. Das ist der Leidenfrost-Effekt, weil dieser flüssige Stickstoff verdampft sofort und dann bildet sich da eine Gasschicht drunter. Genau, aber wo kommt jetzt der Nebel her? Nun, dafür brauchen wir den Alkohol. Ich habe das ja ordentlich eingecremt und man kennt das vom Händedesinfizieren. Alkohol verdampft sehr schnell. Das heißt, hier unten ist eine richtig schöne Alkoholdampfwolke. Und wenn diese Dampfwolke in Kontakt mit dem flüssigen Stickstoff kommt, dann ist die Luft dort übersättigt und kann nicht mehr so viel von diesem Dampf halten. Ja. Es bilden sich dann diese kleinen Tröpfchen durch Kondensation. Und jetzt wissen wir endlich, warum Alkohol benebelt. Ja! Erklär ruhig noch ein bisschen weiter. Ich habe noch ein bisschen. Gönnst, mache ich noch mal ein bisschen was drauf. So, komm hier. Ja, das ist nämlich jetzt schon fast verdampft alles. So, deswegen funktioniert das nämlich auch Was so würde gut. denn jetzt passieren, wenn wir jetzt die ganze Kanne da einfach drauf gießen? Du, weißt du was? Nee, komm, lieber nicht. Komm, wir machen mal beide. Was passiert denn, wenn Ja, man dann die haben wir Stickstoff im Studio überall und das wollen wir auch nicht haben. Das ist nicht gesund? Nee, das Moment, fällt Stickstoff so, runter? komm. 3, 2, 1. Und. Sensationell. Markus, es war wieder... Ach, hier, guck mal, siehst du... Toll. Toll. Ja. Vielen Dank für dieses tolle Experiment. Sehr gerne, Wir werden dich ja noch zweimal später. wiedersehen heute Abend. Dankeschön. Ja. Leider kein Feuerball. Es bleibt bei 1.000 €. Und ihr könnt in Führung gehen. Ja, können wir probieren? Oder Obst und Gemüse, bist du so... Ich esse gerne Obst und Gemüse, Ja, dann aber ich kümmere mich auch um meine Gesundheit. Und du, was bei dir von den beiden? Obst und Gemüse. Obst und Gemüse, dann nehmen wir Meine Gesundheit ist mir relativ... Wurst? Okay. Obst und Gemüse. 5 reife, mittelgroße Bananen. A. Enthalten so viel Alkohol wie ein kleines Bier. B. Können als Kaminanzünder dienen. Oder C. Führten zur Erfindung der Kontaktlinse. Meine Intuition, darf ich sie wieder Ja, formulieren, wäre bei A. wir nehmen A. Tatsächlich? Haben wir es jetzt schon gemacht? Er glaubt mir halt so. Glaubst du das einfach oder weißt du auch noch irgendwas dazu Sie ist beizutragen? intoniert. Wenn sie das sofort... War doch bis jetzt immer gut. Und ich habe da ein gutes Gefühl beim kleinen Bier, das passt. Ja. Naja, weil So ein kleines- reife Bananen sind ja schon immer... Ich esse zum Beispiel sehr ungerne Bananen, weil ich finde, dass selbst eine nicht zu reife Banane schon so einen gegorenen Geschmack hat. Ne? Ich finde, dass die immer irgendwie leicht gegoren schmecken, Bananen. Ja, Die so dann auch noch so reif sind. Ja, ich bin... Vor allen Dingen 5. Ne? der Elton folgt dir ja. So ein kleines schon Bananenpilz. Warum Versucht nicht? jetzt den Videorekorder zu überreden. Wenn Bananen reifen, werden sie matschig und schmecken mit jedem Tag etwas süßer. Das liegt daran, dass Bananen Stärke, also langkettige Kohlenhydrate enthalten, die mit dem Reifeprozess in Zuckermoleküle zerlegt werden. Dieser Zucker gärt mit der Zeit, wodurch Alkohol entsteht. 5 reife Bananen enthalten ca. 10 Gramm Ethanol, was der Alkoholmenge eines kleinen Bieres entspricht. Hast du gut gemacht. Sehr gut. 1.500 €. Die brauchen ja so lange da drüben. Wir sind schneller. Das ist gut, wenn ihr uns Also für die nächste Polizeikontrolle wissen Sie Bescheid. Wir haben 5. Haben Sie getrunken? Nein, ich hatte eine Staude überreife Bananen.
Dein Joker, was hat der denn so für Fähigkeiten? Also was für... Wer ist denn dein Joker? Ja. Mein Joker ist meine Schwester. Schön. Mal sehen, ob wir sie in Anspruch nehmen. Wir haben noch Gesundheit, Genies, Weltraum und Fragezeichen. Such du mal aus. Gesundheit. So hätte ich jetzt auch gemacht. Sehr gut. Dann ist wieder blöd. Ja, gesund. Ein 12-stelliger Code auf der Überweisung vom Hausarzt ermöglicht es, a. schneller einen Termin zu bekommen, b. Zusatzkosten für die Behandlung zu sparen oder c. dass der Bericht automatisch zum Hausarzt zurückgeschickt wird. 12-stelliger Code auf die Überweisung vom Haus. Na los. Schneller einen Termin zu bekommen. Das wäre auch gemein irgendwie, nur weil das würde ja auch so ein bisschen elitär irgendwie, wer hat den 12-Stelligen, ja, ich habe nur 11 Stellen gekriegt, ne? So eine Scheiße, warum kriege ich nicht 12? Zusatz, Das wäre, glaube ich, schneller einen Termin zu machen. Obwohl, wenn der 12-stellige Code eine gewisse Art von Notwendigkeit, und es muss dringender und schneller gemacht werden. Aber reicht da nicht eine 1 für dringend und eine 0 für nicht so dringend? Oder eine 2 für nicht so dringend? Etwas komplizierter. Und wenn du dann einen 12-stelligen Code hast, dauert es ewig, bis du einen Termin bekommst. Naja, also manchmal unnötig. Ja, auch. Zusatzkosten für die Behandlung sparen. Welche Zusatzkosten? Und warum 12 Zahlen? Ich kann mir vorstellen, dass der 12-stellige Code ist einfach der Code, der Praxiscode. Du nimmst hier für das Bundesland, also für den kassenärztlichen Kreis, für den KV-Kreis nimmst du gibt es eine Nummer oder gibt es irgendwie 14 Nummern? Oder zweistellige Nummern, brauchst du 2 Stellen? Wie viel, Moment, vielleicht hat das was mit der Telefonnummer zu tun. Wie viel Zahlen hat eine Telefonnummer? Ja, so 7 plus 4. Also ich sag mal so, das fängt bei 3 Zahlen an, wenn es ganz dringend ist. Ja. Und geht dann hoch bis... Ja. Ich wäre dafür C. Weil ich wüsste, welche Zusatzkosten man dann spart. Also warum beim 12-stelligen, wenn du den weglässt, dann nicht? Okay. Ja. Dann wären wir bei C. Okay. David und Bernhard meinen, es geht um Effizienz. Der Terminservice der kassenärztlichen Vereinigungen vermittelt Patienten Arzttermine über das Internet oder per Telefon. Attestiert der Hausarzt einen dringenden Bedarf für eine fachärztliche Weiterbehandlung und kennzeichnet die Überweisung mit einem 12-stelligen Zahlencode, kann hier schnell ein Termin bei einem Arzt vergeben werden, der in dem jeweiligen Zeitraum Vakanzen hat. Die Wartezeit zwischen der Kontaktaufnahme und dem vermittelten Termin beträgt so maximal 4 Wochen. Zahnärzte und Kieferorthopäden sind übrigens ausgenommen. Wieso steht da nicht dringend drauf? Wieso dringend? Nein, es geht darum, dass du bei der kassenärztlichen Terminvergabestelle anrufst und dann den 12-stelligen Code angibst und dann kriegst Die wissen dann schon, dass es dringend ist. Die wissen Ach, das. als Legitimation. Ja. Aber interessant, gut so. Es bleibt bei 1.000 Euro. Ihr könntet nein, jetzt die auf Finale. 2.000 kommen. Genies, ja? Genies oder ich finde ja, Weltraum klingt schwer, kann aber relativ einfach sein. Es hängt jetzt ein bisschen von deinem Joker ab. Was meinst du, wo erkennt er sich ein Genies. bisschen? Genies? Dann nehmen wir Genies. Warum war Leonardo da Vinci wütend auf Prinz Ludovico Sforza von Mailand, für den er mehrere Skulpturen erschuf? A. Sie dienten mit Hut und Lumpen als Vogelscheuchen. B. Als Crashtest-Dummies sollten sie seine Kutschen sicherer machen. Oder C. Sie bestanden aus Marzipan und der Prinz aß sie alle auf. Okay. Wie ist das jetzt mit dem Joker? Wenn ich jetzt den Joker anriefe... Wer ist denn dein Joker? Mein Joker ist mein alter Schulfreund und immer noch Wegbegleiter und sehr, sehr guter Freund Achim aus Düsseldorf. Ja. Und der ist sehr klug und weiß viel. Aber das wird er wahrscheinlich jetzt, also einfach so aus der Lameng auch nicht wissen. Okay, dann überlegen wir jetzt mal, ja? Ich habe noch nie gehört, dass Leonardo da Vinci Skulpturen aus Marzipan hergestellt hat. Also Marzipan glaube ich auch nicht. Mehrere Skulpturen aus Marzipan und Er aß sie alle auf. Oder es waren ganz kleine Skulpturen. Ja, aber selbst dann, ich meine, die sind aus Marzipan. Was erwartet denn Leonardo da Vinci? Also wenn ich dann- auch sofort aufessen. Also, nicht auch sauer. So, Crash-Test-Dummies. Ich meine, wenn der so echt so verrückt war, in Anführungszeichen, und auch so ein Protztyp war,
Nur was hat er davon? Weil Anschnaller wurden dann noch nicht erfunden. Nee, und vor allen Dingen, so Steinfiguren saßen dann da auf dem Kutschbock, oder? Also, Entweder auf dem Kutschbock oder in der Kutsche. Und dann wurde Galopp und dann wurde gebremst. Ich glaube nicht, dass sie Nein. mit dem Pferd gegen eine Wand also das gefahren glaube sind. ich, das glaub ich wirklich. Aber die haben gebremst und dann haben die gesehen, wie die Skulpturen sich bewegen. Aber die Skulpturen wiegen ungefähr einen Zentner oder mehr. Das kann doch nur A sein, würde ich auch den Joker noch nicht anrufen. Auch wenn wir dann nur noch eine Frage haben. Aber wir sind doch beide bei A. Dann sagen wir jetzt A. Wir nehmen A. Nehmen wir A ist eingeloggt. Was viele ja nicht wissen, Leonardo da Vinci hat ja sehr gerne Urlaub in Lübeck gemacht. Leonardo da Vinci arbeitete Ende des 15. Jahrhunderts am Hof der Mailänder Familie Sforza. Für den damaligen Prinzen Lodovico Sforza schuf er in dieser Zeit auch mehrere Skulpturen. Doch der Prinz zog den Unmut seines Hofkünstlers auf sich, denn er aß alle Figuren einfach auf. Statt aus Marmor bestanden sie aus wohlschmeckendem Marzipan, da dieses sich gut modellieren ließ. Später wählte er weniger schmackhafte Materialien wie Ton, damit die Skulpturen auch hungrige Prinzen überdauerten. Hätten wir mal den Achim angerufen. Ah, das ist, wer weiß denn sowas. Es bleibt bei 1.500 €. Aber hätte der das genommen? Ihr bleibt im Spiel, aber die nächste Frage solltet ihr richtig beantworten. Ihr habt die Wahl, Weltraum oder Ich Fragezeichen. würde das Fragezeichen nehmen, weil meine Schwester hat wirklich wenig, also sie hat von vielen natürlich eine Ahnung, aber Weltraum ist Ja, ja, jetzt dann nicht hast du so völlig- Da war sie noch Kernkompetenz. nicht. Am Chiemsee gibt es sogenannte A. Werwolfblümchen, die nur bei Vollmond aufgehen. B. Zombiebäume, die sich nachts bewegen, obwohl sie tot sind. Oder C. Vampirsträucher, deren Blütenstände Insekten aussaugen. Ach, das ist meine Güte nochmal. Chiemsee. Werwolfblüten. Ja, das ist Super. unten. Ich hab schon mal was von der Pflanze gehört, die irgendwie nur einmal im Jahr oder einmal im Monat irgendwie blüht oder sowas. Also dass die auf einem bestimmten Zeitraum plötzlich, also ich kann mir das gut vorstellen. Ja, super, das ist ja schon mal, ja. Das hilft schon mal. Zombiebäume, die sich nachts bewegen, obwohl sie tot sind. Das kann ja eigentlich nur mit der Ebbe und... Aber das Chiemsee hat ja keine Ebbe und also insofern. nicht messbar. Also messbar, aber nicht. Ich wüsste auch gar nicht, warum die sich bewegen. Bewegt sich Deshalb ein Baum. heißen sie ja Zombiebäume. Irgendwas im Hintergrund sagt mir aber auch, dass ich mal was gelesen habe, dass sich ein Baum irgendwie so über einen Zeitraum dann auch Ja. bewegt. Also das würde ich auch nicht ganz... Aber vor allen Dingen, die sich nachts bewegen. Das ist dann so. Als ich das alles hörte, war bei A, war das eher so eine, aha, interessant. Weil das kann natürlich sein, dass die werden befruchtet von Motten, von nachts lebenden Tieren, von Mücken oder dergleichen. Wir rufen aber meine Schwester an. Genau, oder sogar von Und, Fledermäusen. ich bin Und deshalb bin ich- merkwürdigerweise eigentlich eher bei B gerade. Du bist, also ich sag Weil mal es so, einfach so absurd ist. Ein Baum ist... diese Absurdität, dass Ja, er ja. auch tot ist und sich bewegt, wobei die ist ja, eigentlich schon wieder cool. wobei die ja auch manchmal Sachen zeigen, die nicht absurd sind, sondern Natürlich, einfach nur aber ich hab- besonders. Ich, Aber Zombie Aber okay. egal wie, Al- wir zeigen immer die Sachen, die richtig sind. Also du so, bist deine für- Schwester heißt Elena. Elena, genau. Jüngere oder ältere Schwester? Die ist 7 Jahre jünger als ich. So, dann werden wir Elena mal anrufen. Also ich fand, 8 Jahre jünger als ich. 8 Jahre. wenn du sagst, du hast von diesen Blüten schon mal gehört. Am Chiemsee. Hallo Elena. Ja. Bitte, jetzt heb aber auch ab. Ja. Ja, das ist er. Ah. Hallo. Hallo Elena, guten Abend. Hallo. Wie geht's dir? Gut, danke. Ja, du wartest gespannt auf unseren Anruf. Ja, Elena, die beiden haben 1.000 € auf dem Konto. Es geht um folgende Frage. Die würde ich dir jetzt mal ganz kurz vorlesen. Warst du schon mal in Bayern am Chiemsee? Leider nein. Okay, aber musst du auch nicht unbedingt gewesen sein, um diese Frage eventuell zu beantworten. Also, hier ist die Frage. Am Chiemsee gibt es sogenannte Werwolfblümchen, die nur bei Vollmond aufgehen. B. Zombiebäume, die sich nachts bewegen, obwohl sie tot sind. Oder C. Vampirsträucher, deren Blütenstände Insekten aussaugen. Hast du schon mal von irgendeinem dieser 3 Begriffe gehört? Werwolfblütchen, Zombiebäume oder Vampirsträucher? Irgendwas? Da... Ich müsste raten. Ja, ja.
Also jetzt auch nicht so direkt. Also du kannst ja noch mal ganz kurz sagen, was so deine... Also vom Gefühl her würde ich bei A tendieren, obwohl hast du schon mal gehört, dass sich Bäume bewegen? Dass sich Bäume bewegen können? Also davon habe ich schon mal gehört, wenn es sehr windig ist zum Beispiel. Ja, Also ich hätte jetzt tatsächlich intuitiv A gesagt. Ja. Das liegt aber auch daran, dass ich glaube, dass Pflanzennamen ja doch tendenziell ein bisschen älter sind. Also die Namensherkunft ist älter. Ja. Und Zombie ist für mich so ein moderner Begriff. Sehr schön. Macht irgendwie Ja. wenig Sinn. Ich Ja. glaube, das ist eine Erfindung. Alles klar. Das also, hat mir ehrlich gesagt geholfen. Ja. Sehr guter Einwand. bleib aber unbedingt dran. Also wir sagen Antwort A. Alles klar. A ist festgehalten, bleib bei uns. recht. Wir lösen das jetzt Nichts mehr. direkt auf. Wenn es Nacht wird am Chiemsee, erwachen die sogenannten Zombie-Bäume zum Leben. Zeitrafferaufnahmen belegen, die Bäume heben über Nacht ihre Äste. Und das, obwohl sie schon lange tot sind. Genau erforscht ist dieses außergewöhnliche Phänomen noch nicht. Wissenschaftler vermuten, dass sich die Äste durch die hohe Luftfeuchtigkeit in den Mooren nachts mit Wasser vollsaugen und so ausdehnen. Über den Tag hinweg trocknen sie dann wieder aus und verlieren an Volumen. Dasselbe Schicksal liegt in der Familie hier. Aber, Elena, vielen Dank für deine Unterstützung. Dankeschön dir. Die Entscheidung ist dir noch nicht gefallen. Wir wünschen dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss. Ja? Dankeschön. Alles Gute, bleib gesund. Tschüss, Elena. Tschüss. Ja, bei euch bleibt es bei 1000. Jetzt habt ihr noch letztmalig die Chance, 500. Wir nehmen den Achim und der soll sich im Weltraum sehr gut auskennen, habe ich gehört. Erstmal hören wir uns die Frage an. Was schickte die NASA im November 2019 auf die ISS? A. Spezialofen zum Keksebacken. B. Miniatur-Rodelbahn inklusive Schlitten. Oder C. Selbstentzündendes Tischfeuerwerk. Mit sowas kenne ich mich gar nicht aus. Die schicken ja da wahrscheinlich Sachen hoch, um Experimente zu machen, oder? Ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Elton weiß es und will es nicht sagen. Also das ist mal das Problem. 100% sicher kann man sich nicht sein. Aber ich bin der Meinung, das schon mal gehört zu haben, dass es auf jeden Fall A ist. Weil C kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es ein selbstentzündendes Tischfeuerwerk ist, das kracht da rum auf der ISS. Selbst entzünden. Also wenn das vielleicht ein Tischfeuerwerk ist zum Jahreswechsel, was sie selber anzünden. Also sie selber, aber das sich selbst anzündet, finde ich sehr, sehr merkwürdig. So, Miniaturrodelbahn inklusive Schlitten. Da ist ja auch Schwerelosigkeit. Und dann schwebt die Rodelbahn und der Schlitten. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Und ich meine tatsächlich gehört zu haben, dass die da oben dann Kekse gebacken Wo meinst du das denn gehört zu haben? ich frage mich nicht. Aber Ja, wir aber können, pass auf, wir halten das mal fest. Wir rufen ja den Achim noch an. Der hört auch viel. Achim, alter Freund von Heike. Ah, Achim. Achim! Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ja. In was für einem schmuckvollen Raum sitzt du denn da? Naja, ich bin bei mir zu Hause. Hab's mir extra gemütlich gemacht. Okay. Ja, Weihnachtsschmuck schon weg. Ja, Weihnachtsfest ist schon vorbei. Genau, alles abdekoriert. Deine liebe Freundin Heike sitzt hier mit Elton. Die beiden haben 1.500 € auf dem Konto. Es ist die letzte Frage. Ich lese sie erst mal vor. Der Elton hat schon eine kleine Tendenz, aber du kannst ja vielleicht auch noch was dazu sagen, ja? So, sei gespannt. Es ist die Kategorie Weltraum. Und die Frage lautet: Was schickte die NASA im November 2019 auf die ISS? A. Spezialofen zum Keksebacken. B. Miniatur-Rodelbahn inklusive Schlitten. Oder C. Selbstentzündendes Tischfeuerwerk. Spontan sagt mir das alles leider gar nichts. Ja. Okay, dann sagen wir dir mal, was Elton gesehen hat. intuitiv empfunden hat. Ja, Elton sagte, es wäre der Spezialofen zum Keksebacken. Hast du da schon mal was von gehört? Kekse? ja. Ich würde sagen, da die oft ja Nahrungsmangel und Langeweile bei ihrem Essen haben, würde ich behaupten,
Ein frisch gebackener Keks im Weltraum könnte die Stimmung heben. Alles klar. Gut, Achim. Dann wäre das in dem Falle, das wäre dann Antwort A. Okay. Gut. A wie Achim. Wir haben A wie Achim genau. festgehalten. Und selbst wenn es nicht richtig ist, Achim, ist der Ofen noch lange nicht aus. Also bleibt dran, wir überprüfen das. Bleibt dran. Damit langfristige bemannte Missionen möglich werden, müssen alle Lebensbereiche der Astronauten auf Sicherheit geprüft werden. Das gilt auch für die Zubereitung von Speisen. Denn wird beim Backen in der Schwerelosigkeit eine Ofentür geöffnet, kann eine Blase aus heißer Luft entweichen, die zu Verbrennungen führen kann. Im November 2019 schickte die NASA deshalb einen speziellen Ofen auf die ISS, der durch Isolation und Belüftung perfekt an die Umstände an Bord angepasst ist. Das Team vor Ort backte damit Kekse in Silikonbeuteln. Diese wurden zur Untersuchung zurück zur Erde geschickt. Achim, Hammer, super. richtige Antwort. Wir führen. Ja, damit gehen Elton und Heike in Führung ins Finale. Vielen Dank für die Unterstützung und guten Rutsch, guten Jahresabschluss. Bleib gesund, Achim. Danke dir. Tschüss. Jetzt müssen wir zittern. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale, meine Damen und Herren. David Garrett und Bernhard haben 1.000 Euro auf dem Konto. Heike Makatsch und Elton haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und hier ist sie, die erste Masterfrage im ersten Finale heute Abend. Die Kategorie, aus der die erste Masterfrage kommt, ist Astrid Lindgren. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die erste Masterfrage. Welche Romanfigur von Astrid Lindgren heißt mit Nachnamen Zettergren? A. Michel aus Lönneberger, B. Pippi Langstrumpfs Freunde Tommy und Annika oder C. Lotta aus der Krachmacherstraße. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Beide Teams haben eine Antwort eingeloggt und gleich gibt es die Entscheidung. Wir schauen erst mal, was ihr gesetzt habt. Bernhard und David haben gesetzt. Überhaupt kein Herzrasen mehr. Ich habe innerlich 1.000 Euro, Kampf auf. alles. Oh Mann. Heike, Makatsch und Elton haben gesetzt. Auch 1.000. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und David haben getippt auf Antwort B. Heike und Elton haben getippt auf Antwort B. Schon mal gut. Aber dann, ja, okay. Das ist ja schon das Ende. Richtig. Aber du bist doch da an der Linie treu. Okay. Dass das richtig ist. Doch. Ja? Michel aus Lönneberger heißt mit Nachnamen Svensson. Ah. Okay. Ist ja richtig süß, Heike, wie aufgeregt du bist. Ich bin echt aufgeregt jetzt. Ja. Eins können wir schon mal festhalten. Der Garrett hat auf jeden Fall schon wieder nicht gewonnen. Das tut mir leid. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Ich kann es auch irgendwie gar nicht so fassen. Es ist ein Schicksal. Ich brauche Therapie. Musiktherapie. Ah ja. Irgendwas muss ich Neues anfangen. Das kann ja nicht. Du musst die richtigen 12-stelligen Code auf der Überweisung haben. Also bleiben noch Lotta oder Tommy und Annika. Kenn ich gar nicht. Lotta aus dem Kinderbuch. Die Kinder aus der Krachmacherstraße heißt mit Nachnamen Nümann. Antwort B, Annika. Und Tommy ist richtig. Und damit gewinnen Heike Makatsch und Elton diese Runde und 3.000 Euro. Heike, du hast noch nicht die ganze Sendung gewonnen, aber du hast die Runde gewonnen. Ja, du kann bist es im weitergehen. Halbfinale. Ja. Auf jeden Fall. Wir gucken erst mal, was das pro Kopf bedeutet. 3.000 Euro. Ihr habt ja nur
nur 27 Zuschauer im virtuellen Publikum hinter euch. Und Können sich damit jetzt freuen. dürfen die sich jetzt freuen. Pro Kopf 111,11 Euro. Oh, ja, 111,11 Euro. Ja, das ist noch nicht alles. Da kann ja noch ein bisschen was heute Abend dazukommen. Lieber David, wie wirst du diesen Abend, dieses Jahr jetzt zu Ende bringen? Das war ein beschissenes Jahr. Ne? Es ist, du meinst, es ist der goldene Abschluss. Ja, wieder. Ich gönne es ja David, auch, du kommst Heike. jetzt so lange wieder, bis das einmal klappt. Ja, Ja, eben, du musst immer wieder kommen. Es tut mir jetzt richtig leid, er ist zerstört, der Mann ist zerstört. es ist wirklich schwierig gerade für mich, aber ich gönne es ihr wirklich von Herzen. Ich wünsche toi, toi, toi für die Sendung. Es kommt ja auf alle Fälle heute Geld zum guten Zweck zusammen. Das ist richtig. Insofern, das ist das Wichtigste. Und die Beine dann hinten wechseln schon ein bisschen für mich in meiner Garderobe. Vielen Dank, alles Gute. Guten Rutsch, David Dankeschön, Garrett, bleib wünsche allen gesund. draußen Vielen auch. Dank. Und Heike, du bist die Erste, die heute hier ins Halbfinale einzieht. Komm mit, ich nehme dich mit. Danke, Elton. Danke. Den ersten Sessel, bitteschön. Wir sehen dich auf jeden Fall dann nachher im heißen Stuhl. Oh, da werde ich auch wieder Schnellerer aufgeregt. Ton. Ja, aber vielleicht schaffst du es ja heute ins ganz große Finale und vielleicht gewinnst du ja am Ende sogar die 50.000 Euro für den guten Zweck. Das wäre schön. Ja, jetzt klären wir aber erstmal, wer hier gleich neben dir Platz nimmt. Und das klären wir in Runde 2. Gleich bei Wer weiß denn sowas XXL? Vicky D'Andros gegen Mark Forster. Und jetzt in Runde 2.